Hallo und herzlich willkommen zu den Dashcam Stories Folge 59. Ich liege noch immer unterm Stuhl. 3 Super Thanks gab's. Vielen Dank dafür. Nicht zu vergessen die Änderung bei den Kanalmitgliedern. Herzlich willkommen. Achtung! Die Duck Commander sind anwesend. Tja, schau, auch der LKW-Fahrer ist nun angekommen. Genau vor uns. Wurde bestimmt Zeit, mal wieder jemanden böse anzustarren. Oder was machen LKW-Fahrer, während sie überholen? Wer das Hindernis auf seiner Seite hat, der sollte ja eigentlich warten. Und was, wenn nicht? Zurück. Zurück. Du hast mich ganz genau bestimmt. Und nein, er macht das nicht immer so. Da schau, er kann auch ganz lieb sein. Radfahrer und rote Ampeln, ihr wisst, was jetzt kommt. Die Palmen und das Meer. Ich mag den Himmel, schau den Wolken. Haha, erwischt. Immer diese Vorurteile. Da hatte der Autofahrer wohl fast noch Bock auf einen Radler nach Feierabend. Findet ihr es eigentlich auch so toll, wenn vor euch einer plötzlich das Bremsen anfängt, ohne dass man sieht, warum? Wenn es doch irgendwas geben würde, um anzuzeigen, dass man rechts abbiegen möchte. Das ist auch immer. Hast du Kind? Hast du Kind? Mann, Ja, selbst das. jetzt seid ihr da wieder hinaus, der Idiot. To discover those skills that we kept so well hidden, where there's no competition. Boah, wer zum heiligen Erpel hat hier die Ausfahrt so schnell hingebaut? Oh, Herbie lebt! Gib Gas, Herbie! Gestern hat man ja früher Schluss gehabt. Eine Viertelstunde. Dann haben wir noch eine Stunde Zeit. Bis uns die Takt- Es lebe die Ungeduld, denn irgendwann meint man plötzlich, man hätte genug gewartet. Junge! Alter! Okay, diesmal hattet ihr recht. Wow. Fieser Winkel, da muss man ja sogar den Kopf drehen, um den zu sehen. Da ist man fast da, man möchte eigentlich nur noch ankommen und dann sammelt man so einen Schnarcher ein. Am Ende braucht man ein neues Lenkrad. Und wisst ihr, wer auch immer noch super langsam unterwegs ist? Ja, nun komm. Zweiter Gang und Gas. Ey! An manchen Tagen kann man ruhig bleiben und an anderen Tagen, da geht's einfach nicht. Oh, die Freude eines jeden Autofahrers. Ein Radfahrerpulk. Auf einer engen Straße. Und dann fahren die auch noch nebeneinander.
Hier treffen zwei Welten aufeinander. Dürfen sie nebeneinander fahren? Ja, solange sie den Verkehr nicht behindern. Und jetzt kommt garantiert wieder, dass die Autofahrer gar nicht überholen dürften, weil sie die 2 Meter hier nicht einhalten können. Stimmt vermutlich, aber die Fahrradfahrer würden auch sehr verwirrt gucken, wenn wir dahinter bleiben würden. Und am Ende haben wir ja auch keinen Zollstock dabei. Vielleicht wären es sogar um die 2 Meter, wenn man ganz außen am Rand fährt. Also, liebe Autofahrer, wer von euch wäre dahinter geblieben? Blaulicht und Martinshorn, das sorgt ja erstmal für so ein bisschen Chaos in den meisten Köpfen. Kurz sondieren. Wo sind sie? Was machen sie? Alles klar, die stehen. Dann können wir ja weiterfahren. Emergency Video. So geht Verfolgungsjagd in Deutschland. In Amerika hätte das bestimmt ganz anders ausgeschaut. Gefällt mir kommentiert. Nein, wir kommen heute nicht vorwärts. Die Ampel ist rot. Ist immer noch rot, ne? Und sie sagt doch noch ja, ganz geistesabwesend. Video geschützt. Aber ja, das ist mir noch nie passiert. War da etwa rot? 2-mal? Oldtimer! Ey, hier ist 50. Du, das kann richtig teuer werden. 400 Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot, wenn sie dich erwischen. Und das auch nur, wenn dabei nichts passiert. Alter. Was wird das denn? Da hat sie sich wohl verfahren und festgestellt, dass rechts eine Schranke ist und links eine Schranke ist und sie durch beide Schranken nicht durchkommt. Voll fies. Man hat so das Gefühl, für manche ist Warten wie Brokkoli essen. Irgendwie sinnvoll, aber macht keinen Spaß. Außerdem, es könnte ja noch einer voreinfahren und das geht auf keinen Fall. Was macht denn der Roller auf dem Radweg da? Pflege. Autobahnbaustellen, man könne den ganzen Tag zuschauen. Ach, er würde ja so gern vorbei, er traut sich aber nicht so richtig. Und der Kleinwagen da vorne, der wird auch nicht unbedingt vom rechten Straßenrand angezogen. Und man fragt sich unwillkürlich, konnte der nicht oder wollte der nicht weiter rechts fahren? Peter eiert schon eine ganze Weile dem Traktor hinterher und kommt einfach nicht vorbei. Jetzt vielleicht? Hey, aber nur gestrichelte Linien überfahren. Danke, dass du zu deinem Mist stehst. Hier kommt deine Ente. Quarkwedel, fein gemacht. Und wer keine toten Lampen sehen will, Vorsicht, hier geht gleich das Leben einer Lampe zur Ente. Wow! Da baumelt sie nur noch traurig. Wie ein Streichholz knickt das Ding um.
Erst du mal rüber, oder was? Mein Gott, nee. Geht doch nicht, da war ein Fußgänger. Wir fahren etwa 80 mit einem Motorrad und gleich trifft uns eine Stunttaube. Und das, was da außer der Taube noch wegfliegt, ist die abgerissene Spoilerscheibe sowie die Überreste der Frontkamera. Und darum haben wir auch nur Bilder von hinten. Puh, jetzt erstmal anhalten und durchatmen. Das Auto, was da gleich anhalten wird, kam übrigens entgegen und hat extra gedreht, um zu helfen. Der Fahrer des Autos war es übrigens auch, der die Scheibe von der Straße geholt hat. Da kann ich doch glatt noch eine Positivente spendieren. Die Spoilerscheibe kann man ersetzen und ansonsten ist Tricycler und seiner Frau nichts passiert. Und mit dieser Suchaktion sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Abo freuen. Hinterlasst gerne ein Like und einen Kommentar. Kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi!